Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. In den letzten Wochen habe ich einige Feedbacks bekommen zu einem Produkt, zum Heidelbeeren. Und ich möchte hier mit einer Expertin für chronische Gesundheit, nämlich mit der Jutta Suffner, mit der ich schon mal über diese Heidelbeeren gesprochen habe, weitere Diskussionen führen. Ganz herzlich willkommen, liebe Jutta Suffner. Hallo Alexander, schöne Grüße in die Schweiz. Ja, herzlichen Dank. Danke, liebe Jutta. Ja, Jutta, ich habe wieder ein Feedback gekriegt von einem Karl-Heinz. Er ist ein Schreiner und der hat uns ein Video geschickt über die Heidelbeeren. Ich selber bin ein begeisterter Heidelbeerenesser. Allerdings die gefrorenen, so schön mit ein bisschen Sahne darüber, ist ein leckeres Nachtessen. Ich mache das weniger aus Gesundheit, aber ich weiß, dass es gesund ist. Aber es gibt ja das, was dieser Karl-Heinz genommen hat, ist ja etwas anderes. Etwas, was ganz, ganz viele Antioxidantien drin hat. Darf ich kurz dir dieses Video kurz vorspielen? Sehr gerne. Bitte, liebe Zuschauer, schauen Sie es schnell an. Hallo, mein Name ist Karl-Heinz Schlamm, ich bin 54 Jahre und seit vielen Jahren selbstständiger Handwerksmeister aus Eichstätt im schönen Oberbayern. Da ich beruflich sehr stark gefordert bin, suche ich seit langem schon ein Naturprodukt, das zum einen meine eigene Energie steigern kann und zusätzlich als Antioxidant meinen Körper schützt. Mit Blue Endox habe ich hier ein wahres Powerfood gefunden. Die Widerstandskraft der Blaubeere, die ist einzigartig. Blue Endox, das ist für mich der Schlüssel für gesteigerte Energie, für gesteigertes Wohlbefinden. Und vor allem das Wichtigste, stille Feuer im Körper einzudämmen und beziehungsweise zu beseitigen. So, du hast gesehen, der Karl-Heinz ist total glücklich, es gibt ihm Energie. Und jetzt kannst du mir vielleicht erklären, warum eine Heidelbeere so viel Energie abgeben kann? Das Wichtigste ist erstmal, dass die Heidelbeere oder gerade einige dieser Sorten zu den adaptogensten, also zu den anpassungsfähigsten Früchten der Welt zählen. Warum erwähne ich das? Das ist eigentlich der Schlüssel, was der Herr in dem Interview gesagt hat, weil diese Heidelbeere muss sich ja in der Natur vor Insekten, vor Toxinen immer schützen. Das heißt, sie muss Abwehrkräfte aufbauen. Und durch einen speziellen Prozess wird sie sozusagen angetriggert, also da werden Hitzeschockproteine gebildet, muss man jetzt nicht im Detail erklären. Jedenfalls hilft das uns, wenn wir dann dieses Extrakt zu uns nehmen, in unserem Körper diese Abwehrkräfte zu mobilisieren. Und auch wenn es sich etwas seltsam anhört, aber die Frucht oder dieses Extrakt sucht sich im Körper die Baustelle, die gerade am meisten zu bearbeiten ist. Darf ich kurz fragen? Ich meine, jede Frucht ist draußen in der Natur und muss sich den widrigsten Umständen stellen, auch die Heidelbeere. Aber der Kunde spricht davon, dass es Energie gibt, die Heidelbeere. Oder ist es mehr, dass seine freien Radikale, Entzündungsprozesse reduziert werden durch die antioxidative Kraft? Was hat er davon gespürt? Energiezuwachs also es ist beides. oder? Es ist beides. Und zwar zum einen, die Fähigkeit dieser Blaubeere wird ja an ihn weitergegeben, weil das ist ja ein riesen Informationsfeld. Und man muss vielleicht dazu auch wissen, ein Blaubeerstrauch kann nie zerstört werden. Das ist jetzt etwas untypisch. Auch wenn du diesen Strauch verbrennst, wächst er trotzdem wieder mit noch mehr Kraft nachher nach oben. Und diese ganze Kraft, diese Information ist natürlich eine gesteigerte Energie. Und das spürt jeder, der es nimmt. Der eine mehr, der andere weniger. Und was ich auch an mir festgestellt habe, je sensitiver ich werde im Alltag, auch durch andere Nahrung, die ich aufnehme, desto besser kann dieses, ja, ich sag mal, diese Powerfood mag ich eigentlich nicht, aber diese Wirkweise noch bei mir unterstützen. Und du nimmst die Energie und die Information auf und natürlich auch Antioxidantien, ganz klar. Das ist ja natürlicher Rostschutz. Okay. Wir sind ja den ganzen Tag hier, egal, Umweltbelastungen, Stress ist der größte Oxidationsprozessor, diesen Dingen ausgesetzt. Und da brauchen wir natürlich von außen Antioxidantien, also einen Rostschutz
um diese freien Radikale einzudämmen. Ganz, ganz wichtig. Ja, das sehe ich auch so. Das sagen auch ganz, ganz viele Mediziner immer wieder hier, diese inflammatorischen Herde, also die Entzündungsprozesse in unserem Körper drin, wird nicht weniger, sondern es wird dramatisch viel höher. Einerseits auch wegen der Omega-6-lastigen Ernährung, aber auch die ganzen Elektrosmog- und Störfelder etc. Du hast vorne ein neues Fass aufgemacht, was wir gar noch nie darüber gesprochen haben, und zwar eigentlich über die Information in der Heidelbeeren. Und dass sie solchen widrigsten Umständen, sie kann verbrennen und sie kommt wieder, höre ich heute auch zum ersten Mal. Das ist auch etwas ganz, ganz Spannendes. Und ich glaube, viele von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, mit denen dürfen wir bestimmt auch schon über Informationen reden, die in solchen Dingen drin sind. Also ist das etwas, was auch zusätzlich unseren Körper stärkt, die Information der Heidelbeere? Das gilt für alles, weil jede Schwingung, also auch eine Heidelbeere, ein Wort, alles hat ja eine entsprechende energetische Schwingung, die eine Information trägt. Und diese Information nehmen wir auf. Und auch wenn es noch sicherlich unterschätzt wird, ich glaube, diese Dinge haben die Zukunft, weil unser Körper nimmt diese Information auf und kann die entsprechend verarbeiten, um eben Genesungsprozesse anzustoßen. Und das darf nicht unterschätzt werden. Viele kennen vielleicht auch dieses Medical Medium, Anthony William. Auch er schreibt das ja, dass eben diese Jahrmillionen Informationen, die in diesem Fall jetzt die Blaubeere aufgenommen hat, diese Abwehrfunktionen, sich zu schützen und sich weiterzuentwickeln, die werden ja an uns weitergegeben. Und wie sagt er so schön, die wilde Heidelbeere hätte einen Informationsgehalt, der wäre so groß wie das gesamte Internet. Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt aber noch eine zweite Frage. Wenn ich jetzt die Farbe anschaue, und aus der Lehre habe ich auch mal gehört, dass Farben haben Schwingungen und die violette Farbe hat eigentlich die höchste Schwingung. Also, und da sind wir bei der großen Gruppe dieser Flavonoide. So, und darunter gibt es 5 verschiedene Gruppen und unter anderem eine heißt diese Anthocyanidine oder Anthocyanine, jeder nennt sie so ein bisschen anders. Und da geht es eben, Anthos heißt blau, und da sind wir eben bei diesem blau-lila Farbstoff, der sozusagen auch der echten wilden Heidelbeere noch die Farbkomponente beifügt. Und da sind, genau wie du sagst, da steckt sozusagen unter anderem auch diese Kraft drin. Und es gab einen Biochemiker, das war ein Nobelpreisträger, der Albert György, wie heißt der nochmal? Albert St. György, genau. Und auch der, können die Leute mal googeln, hat zu diesem Aspekt ganz, ganz viel geschrieben. Und der nannte diese Bioflavonoide Vitamin P und hat auch schon in vorklinischen Studien beschrieben, dass die Wirkung von diesem Vitamin P, also von diesen positiven Inhaltsstoffen, antiallergisch, antiviral, klar für diese Zeit jetzt wichtig, antientzündlich und auch Krebs, das Wort mag ich nicht, aber es ist auch ein Thema, dass die auch eben unterstützen können, dieses ganze unkontrollierte Zellwachstum einzudämmen. Und das habe ich mir gestern noch mal in so ein paar Studien rausgeschnitten und rausgelesen, ist für jeden nachzulesen. Ganz, ganz spannend, dieses Thema. Ich bin immer wieder so fasziniert und so happy darüber, solche Sendungen machen zu dürfen, denn wie die Heidelbeere uns wieder reflektiert, ist einfach, die Natur ist perfekt. Was die uns für Schätze gegeben haben und wir sind alle gut beraten, uns wieder zurück zur Natur zu besinnen. Auch die Nahrungsmittel wirklich da zu kaufen, wo der Mensch noch nicht groß die Finger drin hatte, sondern richtige Natur-Pur-Produkte oder eben Nahrungsergänzungsmittel, wo einfach noch die Kraft drin ist von diesem kostbaren Geschenk, das da über Millionen von Jahren gebaut wurde. Wo du das gerade sagst, vielleicht noch ein Aspekt. Oft sagen dann die Leute, naja, warum soll ich denn so einen Extrakt nehmen? Dann esse ich doch lieber die Blaubeere pur. Auch das war ja mein Argument vor einigen Jahren, bis ich dann mir habe erklären lassen und verstanden habe, um diesen massiven Energiegehalt, dieses Potenzial der Antioxidativität und weiteres wirklich weitergeben zu können, muss man diese wilde Blaubeere sozusagen in diesem speziellen Extraktionsprozess, ich sag mal, Kräften und Prozessen aussetzen, damit sie angeregt wird, diese sogenannten Hitzeschockproteine zu bilden, weil die wiederum andere Gene ansteuern, die für unsere Abwehrkraft stimmig sind. Also du musst praktisch diesen Prozess erstmal
herstellen. Das Ganze packst du dann in eine Kapsel, Pulver, wie auch immer. Und darin, durch diesen Extraktionsprozess, ist es dann eben machbar, dass diese ganzen Inhaltsstoffe, Wirkstoffe, wobei das Wort Wirkstoff darf man nicht sagen, für uns positiv genutzt werden sollen. Also da ist ein Sinn hinter, dass es extrahiert wird und man es eben nicht roh einfach 5 Kilo isst. Also so viel könntest du gar nicht essen, das ist sowieso... So viel. Ja, ich gebe mir Mühe, jeden Abend eine schöne Schale zu essen davon. Ich habe noch eine Geschichte dir vorzulesen, und zwar, da gehe ich da schnell in die Knien. Ich habe einen Brief bekommen, und zwar hat mir da jemand geschrieben, und zwar aus der Sicht eines Hundes. Ich wusste auch gar nicht, man gibt anscheinend auch Heidelbeeren schon den Tieren. Ich heiße Fleur und bin 13 Jahre alt und mein Frauchen schwört auch darauf. Seitdem ich die Blaubeeren einnehme, geht es mir körperlich und seelisch ausgezeichnet. Lange Spaziergänge mit Schwimmeinlagen waren früher nicht möglich. Heute schon. Mein Appetit und Verdauung konnte nicht besser sein. Also, was will ich mehr? Bluantox gehören einfach zu meinem Leben. Frühstück ohne meine Blaubeerkapsel, versteckt in ein Stück Rindfleischbällchen, geht gar nicht. Ein herzliches Dankeschön an alle. So, das fand ich jetzt eine schöne Geschichte. Ist eigentlich genau das gleiche Prozess wie bei uns Menschen. Die Tiere sind auch den Stressfeldern ausgesetzt, haben auch einen erhöhten Omega-6 heutzutage, oder? Durch diese Ernährungskette, also Entzündungsprozesse, Umweltbelastungen. Also wären wir alle gut beraten, auch unserem Tier Antioxidantien zu geben, korrekt? Also ich merke, wenn ich so einige Hunde oder egal Tierbesitzer sehe, den Tieren, die werden oft besser versorgt als der Mensch. Und ja, erstmal muss es dem Tier gut gehen und dann kommt der Mensch. Ich meine, vielleicht kann man da so ein Gleichgewicht packen. Aber es ist wirklich wundervoll zu sehen. Wir haben, oder Bluantox gibt es ja auch für Tiere und da ist auch noch das Grünlippmuschelpulver drin. Und diese Kombination ist ja wirklich hervorragend, um da auch diese positiven unterstützenden Maßnahmen zu leisten, dass man auch das Wort Indikation und so darf man ja nicht nennen. Und das ist echt schön, was da für Rückmeldungen kommen. Also alles, was irgendwie vierbeinig durch die Lande läuft. Also Katzen und Hunde am meisten, also Hundebesitzer am meisten, auch einige Pferdebesitzer. Aber der Große sind Hunde. Also alles, was irgendwie zur Tierwelt gehört, reagiert da sehr, sehr positiv drauf. Genau wie bei den Menschen. Ja, verstehe ich schon. Wir hatten kürzlich hier einen Tierarzt da, so ein ganzheitlicher Tierarzt, und hat uns auch verschiedenste Aspekte der Ernährung auch gezeigt, wie Hunde, Tiere, Pferde heutzutage halt einfach auch individuelle Ernährung brauchen zum Teil. Aber auch dargelegt, wie unschön die heutzutage die Ernährung teilweise auch ist bei den Tieren. Und das ist nicht bös gemeint. Wir sind natürlich sehr oft auch der Werbung ausgesetzt und sehen hier wunderbares Tierfutter. Das sieht ganz lecker aus, als ob man es selber essen will. Aber wenn man dann sieht, wie viel Chemie da drin steckt und wie viel Omega-6, das heißt entzündungsfördernde Produkte noch drin ist, dann würden wir es alle nicht kaufen. Da bin ich mir ganz sicher, oder? Ja, und vor allen Dingen, guck mal, die Tiere sind doch genauso wie wir, die laufen in der Natur rum, die sind Toxinen, die sind Pilzen ausgesetzt. Da ist ein Hund mal irgendwo in einem Gebüsch, du weißt nicht, was wurde da gesprüht, was hat er jetzt geschnüffelt, was hat er vielleicht unterbewusst aufgenommen. Und deswegen ist es auch so wichtig, auch hier bei den Tieren, die haben ja genau ihr Entgiftungssystem wie bei uns. Ich habe auch lange Ultraschallschulungen gemacht und war eben da auch sehr oft in Veterinärkliniken und die Problematik, Symptomatik ist bei Mensch und Tier oft identisch und die haben genauso ein Herz, Leber, Magen, was mit den entsprechenden Funktionen wie bei uns. Und auch das sollte immer wieder entgiftet werden und vor allen Dingen dieses Gleichgewicht hergestellt werden. Denn auch oft ist es ja auch so, ich denke, dessen sollte man sich auch bewusst sein, der Stress, den wir uns Menschen machen, wird ja oft von einem Tier, der wird ja wahrgenommen. Und das ist ja nicht so, als ob es ein starres Wesen ist, sondern wesentlich feinfühliger und intuitiver als wir. Und das ist ja auch oft teilweise noch eine Belastung. Aber es kann ja zu einem nicht sagen, hallo Alexander, jetzt laufe mal ein Stück langsamer am Rad. Und das sind natürlich Dinge, die auch so ein Tier belasten. Und wenn man da irgendwie unterstützen kann, finde ich, sollte man das auf jegliche Art und Weise tun. Und
Das ist mit dem Blue Antox eigentlich aus einem Witz entstanden, aus dem Zufall heraus. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt, dass wir gesagt haben, Moment, das funktioniert oder hilft den Zweibeinern oder Vierbeinern ja genauso. Er hat noch so einen interessanten Spruch gebracht, und zwar, wenn sich ein Tier selber ernähren würde, dann würde es sich überwiegend mit Omega-3 ernähren. Und wenn es vom Mensch gefüttert wird, füttern wir es überwiegend mit Omega-6. Und das sieht man auch, wenn es einem Hund oder einem Tier oder der Katze schlecht geht, geht es raus in den Garten und isst Gras. Und dann wissen wir auch schon wieder, das hat eine ganz andere Bitterstoffsache drin. Die Natur ist einfach perfekt, wenn wir es einfach den Lauf lassen würden. Ich glaube auch, der Hund würde selber entscheiden, ob er jetzt eine Heidelbeere braucht oder nicht, oder? Du kannst auch, ich sage immer, macht einfach auch mal einen Test. Wir hatten letzt auch so, Wasser ist ja auch noch so mein Thema. Und da haben wir einfach mal die Fressnapfe? Ja, Fressnapfe. Die hat man dann in Wasser in verschiedene Näpfe oder gefüllt und einmal mit gutem Wasser, mit gefiltertem Wasser, mit verschiedenen. Die Tiere gehen genau dahin, wo es am besten ist. Ja. Also du kannst denen nichts vormachen. Ja. Und daran siehst du einfach, wenn die etwas nicht mögen, dann hat das seinen Sinn. Verstehe ich, ja genau. Ich möchte noch ein weiteres Video einblenden, das mich auch erreicht hat, auch zum gleichen Thema. Da hat eine Dame berichtet, auch über die Erfolge, die sie hatte mit ihrem eigenen Tier. Hören Sie gerne mal bitte rein, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hallo, ich bin die Stefanie und das ist meine Hündin Maya. Und letztes Jahr die Kapseln Blue Antox Animal ausprobiert, weil die Maya hatte eine Bauchspeicheldrüsenentzündung und der Wert war bei 673 bis 200 ist normal. Und wir haben jetzt nochmal nachtesten lassen, einen Bluttest gemacht und der Wert ist jetzt auf 246 ist der runtergegangen, das heißt, es ist schon wieder fast normal. Und sie hat 2 Kapseln, hat sie morgens genommen. Ich wurde da ganz toll am Telefon beraten. Ja, und ich kann einfach nur jedem empfehlen, der halt auch mit so Entzündungen zu tun hat, es einfach mal auszuprobieren. So, also ein weiteres Beispiel dafür, dass Tiere gerne Antioxidantien haben und da sofort auch mit einer gesundheitlichen, deutlichen Verbesserung reagieren. Also ich finde das wichtig, unsere Sendung, liebe Jutta, weil wir können ganz viele Menschen in der Tierhaltung sensibilisieren darauf, auch auf Antioxidantien sich einzurichten, weil einfach das Tier genauso Entzündungsprozesse hat wie wir. Genau. Und es ist ja nicht nur das Antioxidantium, das ist ja ein Teil. Aber viel wichtiger ist ja auch noch zum Beispiel diese gefäßstabilisierende Wirkung. Wenn Gefäße durch entzündliche Prozesse sind, die ja so ein bisschen porös und es kann Gewebswasser austreten, wieder zu stabilisieren und auch mit dem Kollagen, was ja die Basis von unserem Körper darstellt, also für ein gutes Grundgerüst, um diese ganze Stabilisierung wiederherzustellen. Also alles das sind Dinge, die erwähnt man oft nicht, aber die sind teilweise noch wichtiger, weil nur ein gutes Grundgerüst, auf das kannst du ja aufbauen. Und das gilt für die Tiere genauso wie für die Menschen, weil wenn dieses Kollagengerüst nicht richtig fest ist, ja, wie willst du dann die erste Etage draufbauen? Das wird oft unterschätzt und auch selten erwähnt. Aber genau das ist noch ein riesen positiver Aspekt bei diesen Extrakten. Cool. Die hat jetzt das gemacht bei ihrem Tier, das ist auch schon ein bisschen älter, aber würdest du grundsätzlich schon empfehlen, das bei jungen Tieren auch schon einzusetzen? Ja, also man sagt immer pro 10 Kilogramm eine Kapsel, das reicht. Und es geht ja darum, egal ob das Kinder sind, Tiere oder Menschen, dass wir langfristig gesund bleiben. Darum geht's ja. Das ist eher mein Ansatz, dass man es erst gar nicht so weit kommen lässt, dass man eben, wie ich damals vor 20 Jahren, komplett in den Brunnen fällt, sondern dass ich genauso wie ich jeden Tag an die frische Luft gehe, gut schlafe, dass ich jeden Tag etwas nehme, um eben diese stillen Entzündungen einzudämmen, um überhaupt gewappnet zu sein. Und das gilt für ein Tier genauso wie für den Menschen. Also das ist komplett identisch. Also Prävention, das sollte eigentlich die neue Gesundheitskultur werden. Ja. Ist es bei uns Menschen auch so? Pro 10 Kilo eine Kapsel? Nee, viel, viel weniger. Bei den Menschen ist es, ich sag mal, wenn du es präventiv nimmst, reichen 2 pro Tag. Es gibt ja verschiedene. Einmal ist noch eine
Brennnessel drin, dann haben wir noch eins mit dem Cordyceps, das nehmen sehr viele, die sehr stark angespannt sind. Oder jetzt auch ich nenne es mal in C-Zeiten, weil das auf den Lungen- und Nierenmeridian geht, um einfach da die Stabilität herzubekommen. Und mehr als 6 Kapseln auf keinen Fall pro Tag, das macht keinen Sinn. Und präventiv reichen meistens 2 Kapseln aus. Könntest du mir noch die letzte Minute mal noch erklären? Und zwar, wir reden jetzt immer wieder über Heidelbeeren, aber Heidelbeeren ist nicht immer gleich Heidelbeeren. Es ist nicht das, was ich jeden Abend esse, sondern wir reden hier wirklich über etwas Hochwertigeres. Kannst du das nochmals herausschälen, um was es hier geht? Es gibt über 120 verschiedene Sorten. Es gibt die Kultur- und die Wildheidelbeere. Aber wir brauchen eine Wildheidelbeere, die einen entsprechenden hohen Gehalt an diesen Anthocyanidinen hat. Sonst kannst du diese Wirkweise nicht erhalten. Und das war uns wichtig. Wir haben uns danach gerichtet, diese ganzen vorklinischen Studien, die man auch bei PubMed findet, haben alle einen entsprechenden Anthocyanidingehalt. So, und danach sollte man sich, also zumindest wir tun es so, sich danach richten, um auch, ich sag mal, authentisch da nach außen zu gehen. Du bekommst auch welche, wo, keine Ahnung, ein Zehntel drin ist. Das macht aber keinen Sinn, weil da ist nicht dieser Wumms hinter und so viel, dann müsstest du ja eine ganze Dose direkt essen. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Und deswegen sollte man sich da schon an diese Vorgaben halten und wenn möglich auch hier in Deutschland gefertigt und nicht irgendwo in China und ja, wo man nicht genau weiß, was da so drin ist. Meine abschließende Frage noch, liebe Jutta, wenn man jetzt weitere Informationen zu diesen Heidelbeeren nachlesen möchte oder auch Studienmaterial oder weiß Gott was, einfach ein bisschen mehr Informationen sammeln möchte, gibt es da irgendwo eine Plattform, wo du die Leute aktiv darauf hinweisen möchtest? Ja, also am besten an info@bluentox, blue wie blau, antox wie antioxidant.com schreiben oder auch www.bluentox.com und da sitzen meine Kolleginnen und oder auch an info@juttasufner.com, also egal ob es Bluentox ist, da ist es bei der Frau Neher oder Frau Paulwright oder es kommt zu mir. Wir 3 sind sehr, sehr gut vernetzt und es kommt immer zum Richtigen. Also wir schieben uns das dann gegenseitig zu, es geht definitiv nichts verloren. Okay, und ihr könnt dann die Informationen weitergeben, die der Zuschauer dann noch hätte, zu diesen ganzen Heidelbeeren, zu diesen antioxidativen Kräften, zu all dem Thema, die wir jetzt miteinander angesprochen haben. Super, Genau. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Liebe Jutta, ich weiß gar nicht, wie ich dich eigentlich sonst noch nennen sollte. Immer wenn es um Heidelbeeren geht, bist du irgendwie der Heidelbeerenpäpstin oder sowas. Herzlichen Dank für das Gespräch und für deine Zeit. Dankeschön, Alexander. Grüße in die Schweiz. Ja, danke, geb's weiter Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, auch zu dieser Sendung, wo es einfach um die Perfektion der Natur ging, wo mein Herz drin steckt. Und ich hoffe, ich durfte Ihnen heute auch wieder etwas vermitteln und Sie auch damit anstecken, sich mehr mit der Natur auseinanderzusetzen. Das wäre mein Wunsch, das wäre mein Ziel. Ich wünsche Ihnen alles Gute, beste Gesundheit. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.